Revotion verspricht, deinen Camper smart zu machen. Alles, was du hier siehst, wollen sie auf dein Handy bringen und noch viele Funktionen mehr. Ich habe das Ganze eingebaut und getestet und das will ich dir natürlich zeigen, zusammen mit Informationen, die mir zugetragen wurden, die eigentlich erst im Caravansalon offiziell gemacht werden sollten. Wenn dich das alles interessiert, dann würde ich sagen, bleib jetzt sehr gerne dran. Ja, irgendeine Schaltzentrale haben wir alle in unseren Campern und ich möchte das Ganze smarter machen. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es hier um dieses System, Revotion. Es gibt verschiedene auf dem Markt. Ich habe dieses hier auf der Messe, auf der CMT gesehen und unter dieses Video habt ihr alle kommentiert und habt geschrieben, boah, bitte macht darüber ein Video. Und ich habe mir gedacht, naja, am besten kann ich ein Video machen, wenn ich es selber ausprobiere. Und mir geht es eben darum, mein Fahrzeug noch smarter zu machen. Ich kann hier eine Menge steuern, aber eben noch nicht alles und schon gar nicht via App. Und das ist so einer der Hauptgründe. Aber damit soll es auch gleich losgehen in diesem Video. Ich möchte als allererstes euch erklären, was ich mir erwarte von diesem System. Dann kümmern wir uns ein bisschen um die Spezifikation und um den Einbau. Und dann schauen wir uns natürlich das Ganze in der Praxis an, wie funktioniert es und erfüllt dieses System meine Erwartungen, die ich daran habe. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Sprechen wir jetzt über die Spezifikationen und in dem Video von der CMT habe ich ja schon mal kurz erklärt, was ist das überhaupt Revotion, worum geht es da und das jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst. Wir fangen ganz easy an. Wir fangen mal mit dem Licht an, okay? Das ist so, ist nice to have, aber ziemlich geil. Ich habe jetzt ein grünes Licht. Ich kann das alles über mein, in dem Fall Tablet steuern. Ich könnte das auch über meine App am Handy steuern, wenn ich möchte. Und jetzt passt mal auf, ihr habt es vielleicht mitbekommen auf meinem Kanal. Es wechselt alles von grün auf gelb, der Rest bleibt gleich. Und das mache ich einfach hier. Ich gehe hier mit dem Finger ran und schon ist es gelb. Ist jetzt auch noch nicht so das Hexenwerk, denkst du dir, aber allein habt ihr diese Reaktionsgeschwindigkeit gesehen, finde ich beeindruckend. Weil wenn du hier rangehst und es auch noch triffst, dann ändert alles sofort. Finde ich geil. Ich habe mir das auch erklären lassen. Es ist doppelt interessant, weil ich funke quasi einmal per Bluetooth hier von meinem Tablet an das Brain. Und Brain ist das Herzstück dieses Systems, damit kann ich alles steuern. Kommen wir gleich dazu. Und dann, und das ist nämlich auch wichtig, funkt das Brain zu den einzelnen Modulen den entsprechenden Befehl aus. In der Praxis heißt das, du hast einmal das Brain. Das ist also so das Herzstück des ganzen Systems. Das musst du einmal fest in deinem Fahrzeug integrieren. Da ist dann das Bluetooth-Modul drin, da ist auch ein GPS-Modul drin, da ist, so wie ich es verstanden habe, sogar schon ein Mobilfunksystem drinnen. Aber das hören wir uns dann gleich nochmal an bei den Funktionen. Und also alles, was du irgendwie brauchst. Und dann gibt es noch die einzelnen Nodes, das sind dann eben diese Zusatzmodule und das Ganze in Kombination mit einzelnen Widgets in der Software. Ja, und diese Module und auch die Widgets, die sind dann unterteilt in zum Beispiel ganz einfachen Schaltern, also Switches, um Sachen an- und auszuschalten. Aber auch zum Beispiel Lichtsteuerung. Da geht es ein bisschen weiter, geht es nicht nur darum, ein- und auszuschalten, sondern zum Beispiel auch die Farbe einzustellen, die Intensität des Lichtes einzustellen. Du kannst Multimedia-Integrationen haben, dann gibt es das Klimamodul und Widget und da muss man allerdings dazu sagen, da ist zum Beispiel die Heizung noch nicht integriert, soll aber bald kommen, da bin ich gespannt drauf und dasselbe betrifft zum Beispiel auch die Max-Fan. Es gibt Module für die Sensoren, also da geht es dann eher darum, wie warm ist es in deinem Fahrzeug, es gibt welche für die Füllstände, für Wasser zum Beispiel, sehr interessant. Und es gibt Module für die Batterie und natürlich auch entsprechende Widgets für die Software für die Batterie. Ich habe ein EcoFlow-System und deswegen habe ich auch die Node für das EcoFlow-System integriert. Und das alles spiegelt sich dann natürlich auch wieder entsprechend in der Software wieder. Ja, und dann gibt es natürlich noch weitere Spezifikationen, die uns interessieren. Eine wichtige Spezifikation ist dabei natürlich der Preis. Und das fängt bei 599 € an. Warum? Weil dieses Brain, das kostet eben 599 € und ohne dem funktioniert erstmal gar nichts. Das brauchst du also unbedingt. Und dann kannst du das Ganze immer Stück für Stück erweitern mit Modulen und die kosten in der Regel 149 €. Also die Level, Ambient und wie sie alle heißen, 149 €. Das Einzige, was jetzt ein bisschen aus der Reihe tanzt, das ist das Modul für die Batterie. Und dann habe ich aber noch was sehr Interessantes auf der Webseite gesehen und zwar feiert Revotion gerade den 4-jährigen Geburtstag und anlässlich dieses 4-jährigen Geburtstages haben die eine Rabattaktion und da kriegt man bei dem Kauf eines Brains 250 € gut geschrieben für Nodes. Das wären also dann quasi schon fast 2 Nodes gratis. Ja, und dann war ich noch ein bisschen frech, weil ich mir gedacht habe, jetzt mache ich das mal so wie bei unserem Netgear. Wer sich daran erinnern kann, bei dem Internetvideo habe ich ein System vom Hersteller geschenkt bekommen und das habe ich dann unter euch verlost. Soweit bin ich bei Revotion noch nicht, das würde ich aber mal versuchen, vielleicht beim Caravansalon rauszuholen.
Was ich aber auf alle Fälle schon mal erreicht habe, ist, dass wir unter gewissen Umständen 5% Rabatt auf die Bestellung bekommen. Wie das alles funktioniert, das arbeiten wir so aus. Wenn das Video aber erscheint, dann findet ihr das auf alle Fälle schon mal unten in der Videobeschreibung. Ja, soweit so gut. Vielleicht hilft es am Ende ja dem einen oder anderen. Jetzt würde ich aber sagen, schauen wir uns erstmal gemeinsam den Einbau an. Und bevor wir montieren, möchte ich hier nochmal zeigen, wie übersichtlich das alles geliefert wird. Und das Spannende dabei ist auch, es wird jeder Schritt einzeln wirklich anschaulich erklärt, meistens sogar in Videos. Und während die Mikas bereits das Brain verbauen und installieren, wir bringen das Ganze bei mir im Heck an, da ist es nicht so weit weg von meiner Schaltzentrale, installiere ich bereits die App und richte sie ein. Jetzt ist Revotion erstmal im Fahrzeug und mit Strom versorgt. Und jetzt geht es um die nächste Geschichte. Und zwar verheirate ich mein Endgerät mit dem Brain. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Am Ende ist es ganz einfach. Wir starten als allererstes die App, die ich hier runtergeladen habe. Und dann wird man hier einfach durch das System geführt. Als erstes verbinden wir das mit einem Brain. Ich muss das natürlich von meinem Betriebssystem her erlauben. Und dann gehe ich auf die Suche und schon wird mir auch das Brain angezeigt. Und jetzt wird es ganz wichtig. Ich muss jetzt einen 6-stelligen Code vergeben. Und diesen Code, den müsst ihr euch unbedingt aufschreiben. Das kann man übrigens auf dem mitgelieferten Blättchen hier machen. Denn den dürft ihr nie mehr vergessen. Denn ansonsten habt ihr wirklich keine Chance mehr auf euer System zuzugreifen. Im Gegenzug dazu ist es aber dafür auch absolut sicher, dass keine Langfinger sich den Zugang verschaffen und euer System von der Fremde steuern. Und dann kannst du direkt damit loslegen, dein System zu konfigurieren. Du kannst Namen vergeben, einfach alle Einstellungen, die das Brain entsprechend braucht, bis hin zum neuen Software-Update. Und dann zeige ich euch mal, wie man die einzelnen Nodes miteinander verbindet. Wir beginnen mit 2 Switches, die ich integriert habe für meine Lichter, die ihr oben am Fahrzeug im Hintergrund seht. Einmal für das normale Weißlicht und einmal für das Blitzlicht. Ich kann hier einfach auf Plus gehen und dann werden mir die entsprechenden Switches, die zu verbinden sind, auch direkt angezeigt. Ich tippe drauf und kann sie dann konfigurieren. Ich kann extra Icons dafür vergeben. Ich kann natürlich einen Namen vergeben für das entsprechende Endgerät. Ich kann noch antippen, ob es ein Licht oder ein Gerät ist. Und dann auch sehr spannend kann ich zum Beispiel einstellen, wie hoch es gesichert werden muss. Das könnte für eventuell anfallende Fehlermeldungen später sehr interessant werden. Die Hardware wurde also jetzt erfolgreich konfiguriert. Jetzt wird noch ein Software-Widget hinzugefügt. Einfach das entsprechende auswählen, einmal kurz checken, ob es das Richtige ist. Und dann kannst du es der Software hinzufügen, kannst es noch positionieren, wo du es haben möchtest und natürlich testen. Und nur noch mal kurz zur Sicherheit, diese Switches muss ich eben nicht bis nach vorne ins Cockpit verbinden. Ich schließe sie einfach irgendwo an Stromnetz an, wo ich ausreichend gesichert bin und kann dann über meine App im Cockpit das Licht entsprechend an und wieder ausmachen. Ja, und so habe ich jetzt die unterschiedlichen Nodes in mein Fahrzeug integriert. Zum Beispiel habe ich mir ein Licht in der Küche noch eingebaut, weil mir da einfach immer ein bisschen zu wenig Licht war. Das war auch alles relativ simpel. Ich habe mich einfach an einen bestehenden Stromkreis angeschlossen, der entsprechend abgesichert war, habe das Node eingefügt und dabei ist mir eine Sache aufgefallen, ist mir leider passiert. Ich habe zu fest drauf gedrückt und dabei ist die kleine Scheibe oben an dem Node gebrochen, aber alles halb so schlimm. Ich habe es mit Tesafilm wieder geklebt und schon hat alles wieder funktioniert. Die Drähte entsprechend verbunden. Und auch das ist denkbar einfach, weil einem die Node genau vorgibt, an welcher Stelle man welchen Draht anzuschließen hat. Und schon habe ich ein perfektes Lichtergebnis in der Küche. Und das Ganze eben nicht nur in der Küche, sondern überall, wo mir in meinem Camper bisher Licht gefehlt hat, konnte ich jetzt selbst Licht anbringen und habe damit meinen Camper für mich optimiert und verschönert. Ja, und dann war ich so im Flow, dass ich direkt mit dem Level weitergemacht habe. Das bedeutet, ich will mir den Füllstand meines Frischwassers wiedergeben lassen. In meinem Camper ist ein Votronic-System verbaut. Die kann man super einfach an der Node anschließen. Die Node zusätzlich natürlich noch mit dem Strom verbinden. Wobei ich an der Stelle auch nochmal betonen möchte, dass das Ganze natürlich auch mit anderen Sensoren funktioniert. Jetzt muss man das Ganze nur noch in der App mit den entsprechenden Widgets integrieren und schon kann es losgehen. Als nächstes habe ich noch mit einer einfachen Switch meinen Abwassertank, besser gesagt die Heizung meines Abwassertanks verbunden, damit ich das später auch mal aus der Ferne anschalten kann, wenn es denn sein müsste. Wir verbinden sogar die EcoFlow mit dem Revotion-System und auch das traue ich mir jetzt erstmal selber zu. Was wir machen müssen, ist relativ einfach. Wir verbinden einmal dieses Teil hier mit einer Node, die extra für EcoFlow gemacht ist. Wir gehen dann wieder zurück an das Hub hier und gehen hier wieder zurück an die Steuerung, die ich vorne verbaut habe, damit wir dort auch wieder steuern können und alle Ausgaben haben. Und ich brauche natürlich noch Strom und den zwacke ich mir hier ab. Hier habe ich eine kleine 12-Volt-Lampe und da zwacke ich mir den Strom ab. Da steht es ja sogar, Data Converter, passt.
So, das hier kommt wieder zurück. Bevor ich das mache, kümmere ich mich jetzt noch um den Strom. Also entweder explodiert jetzt alles oder es funktioniert. Aber es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Ja, und wie ihr sehen könnt, ist Gott sei Dank nichts explodiert. Im Gegenteil, ich muss jetzt nur noch das System natürlich in meine App integrieren und die Widgets entsprechend konfigurieren. Und dann kann ich alle Stati, die ich zum Beispiel auch in der EcoFlow-App sehen kann, auch in meiner Revotion-App sehen. Jetzt fragt man sich, naja gut, aber wofür brauchst du das? Es ist natürlich denkbar, dass später hier auch gewisse Automationen folgen können. Und das wäre für mich natürlich genial, wenn ich zum Beispiel sage, ab jetzt habe ich kein Solar-Incoming mehr, dann schalte ich also den Kühlschrank ein bisschen zurück oder wie auch immer. Solche Automationen sind dann denkbar. Alltag mit Revotion. Wie verwende ich also jetzt wirklich dieses System? Und ihr habt es jetzt schon gesehen, wo ich es überall einbaue. Für mich ist eigentlich alltäglich, dass ich damit die inneren Lichter steuere. Gerade wenn ich vorne das indirekte Licht anhabe, wenn ich das am Anfang noch ein bisschen heller habe, ich mache mich bettfertig und dann schlüpfe ich in mein Bettchen rein. Ich gucke mir vielleicht noch ein YouTube-Video an, dann dimme ich das Licht leicht oder ich verändere die Farbe, damit es einfach ein bisschen schicker aussieht. Und dann möchte ich schlafen und mache das Licht aus. Also das ist wirklich das, wofür ich es alltäglich benutze. Und ich verwende natürlich in meinem Alltag oft diese Rückscheinwerfer. Dafür habe ich sie ja angebaut. Da gibt es auch ein eigenes Video nochmal dazu. Wann verwende ich die? Ich bin Business Camper, das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Das heißt, ich benutze dieses Fahrzeug wirklich für meine Berufsgeschäftsreisen. Und das bedeutet auch, ich komme oft nachts an oder muss nachts losfahren zum B- und Entladen. Ein Traum. Ich habe hier hinten endlich ausreichend und viel Licht. Zudem, wenn ich auf meinem Privatgrundstück fahre, habe ich so eine ganz kurze, ganz steile Auffahrt, die sehr, sehr eng ist. Und mit meinem normalen Rückfahrscheinwerfer sehe ich gerade, wenn ich richtig schlechtes Wetter habe, also wenn es so regnet, schlecht nach hinten. Mit diesen Zusatzscheinwerfern kann ich mir nochmal mehr Licht verschaffen und habe damit eine sehr entspannte Auffahrt, die ich rückwärts genießen kann. Naja, und dann ist es natürlich auch so, dass ich mir bewusst diese Scheinwerfer hier rausgesucht habe und auch das Blitzlicht. Das verwende ich, wenn es mal darauf ankommt und dann auch wieder nur unter den speziellsten Bedingungen, denn das darf ich im öffentlichen Straßenverkehr nicht verwenden. Aber wenn ich wirklich mal am Unfall stehe, das mitten in der Nacht ist und es ist einfach schlecht einsichtig, zahle ich immer lieber noch Strafe für das Blinklicht, als umgefahren zu werden. Da bin ich ganz offen und ehrlich, das ist eine Meinung, die wird kontrovers diskutiert. Ich bin der Meinung, lasst uns nicht Deutscher als Deutsch sein. Gesetz ist Gesetz, das ist auch alles super gut. Ich werde das nicht zum Blinken hernehmen. Ich werde das nicht hernehmen, wenn ich irgendwie an einem Stau langsam auffahre. Da reicht mir das normale Warnlicht. Aber wie gesagt, an Unfallstellen, die unübersichtlich sind, habe ich lieber zu viel Licht als zu wenig Licht. Ein weiterer Punkt, der mir im Alltag auffällt, ist, dass ich ein bisschen stromsparender unterwegs bin, weil ich jetzt einfach ein viel besseres Monitoring habe auf die einzelnen Nutzer und damit auf die wirklich einzelnen Verbraucher. Wenn ich hier jetzt beispielsweise das Licht hier oben anmache, sehe ich genau, dass ich hier knapp 40 Watt Strom verbrauche. Und ich beobachte mich dann eben dabei, dass ich im Alltag wirklich gerade im Inneren Lichtsituationen kreiere und anschalte, die für mich ausreichend Licht bringen, aber eben nicht zu viel Strom verbrauchen, weil ich eben auch sehr viel autark unterwegs bin und deswegen ist das für mich ein sehr, sehr schönes Monitoring. Was mir im Alltag auch sehr gut gefällt, ist die Wasserstandsanzeige. Denn ich sehe jetzt immer genau, wie viel Wasser tanke ich hier gerade ein. Und das funktioniert bei mir sehr zuverlässig. Und ich habe zwar im Inneren auch eine Anzeige, aber das bedeutet, ich muss entweder ein akustisches Signal anmachen, das ist bei mir schon mal geil, oder ich muss immer reinschauen, das ist aber oft nicht so praktikabel, weil die Tür kannst du in meinem Fall jetzt nicht ganz aufmachen, wenn ich Wasser befülle. Bliblablub. Warum ist es für mich so interessant? Weil ich damit natürlich auch mein Gewicht ganz anders einschätzen kann. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen sehr, sehr wichtig, wenn er unterwegs ist, dass er sieht, wie viel Wasser darf ich noch reinlassen bezüglich des Gewichts. Super spannend ist für mich auch die Temperaturanzeige. Jetzt im Sommer, da würde ich den Fühler eher in den Kühlschrank legen. Ich freue mich aber vor allem auf den Winter, weil ich damit ganz viel vorhabe und es soll ja auch noch viel passieren. Und deswegen würde ich sagen, leiten wir sofort über ins Fazit, denn dann wisst ihr, was mich umtreibt und worauf ich mich schon irre freue. Also sprechen wir über das Fazit. Das ist ja auch super spannend. Welche Erfahrungen habe ich damit gemacht? Einmal möchte ich mal auf den Preis eingehen. Ich finde, das ist schon ordentlich viel Asche. Denn am Ende, wenn du dir diese ganzen Nots und alles, was du so brauchst, zusammenrechnest, dann komme ich da schnell auf 2.200 €. Und ich finde, das ist eine Menge Kohle. Und vor allem, wenn du das vergleichst mit so einem Shelly-System zum Beispiel, dann ist das deutlich teurer. Shelly, weiß nicht, ob ihr es kennt, können wir gerne auch noch mal ein eigenes Video dazu machen. Hat aber, finde ich, wiederum den Nachteil,
dass du da wirklich basteln musst, dass du da ein bisschen nerdig sein musst. Also das ist nicht sehr benutzerfreundlich, da musst du dich wirklich extrem mit auseinandersetzen. Und das ist eine Stärke, die hat Revotion absolut. Das ist mega benutzerfreundlich, allein von der Verpackung, wie du das aufmachst, wie das alles beschrieben ist. Allein die ganzen Hilfevideos, die die Jungs gemacht haben, finde ich sehr, sehr nice. Und by the way, wenn wir schon über die Jungs sprechen, was ich schon auch faszinierend finde und auch erwähnenswert finde, ist, das Ganze ist made in Germany. Also die löten wirklich ihre Platinen auch noch in Düsseldorf zusammen. Das würde ich mir vielleicht mal ganz gerne anschauen, wenn ich beim Caravan-Salon bin. Mal schauen, ob sie da Zeit für mich haben. Bleiben wir noch ganz kurz beim Preis. Wenn du das Ganze mit Avicon vergleichst, dann glaube ich, ist es gar nicht teurer. Also wenn ich Avicon richtig verstehe auf der Website, das war für mich alles ein bisschen schwierig zu verstehen, ehrlicherweise. Ich würde mir das dann auch auf dem Caravan-Salon noch mal anschauen, wenn ihr sagt, ja, das wäre schon interessant. Aber meiner Meinung nach ist das letztlich sogar teurer, das System. Unabhängig jetzt vom Preis, finde ich, ist das System unschlagbar, was den Einbau betrifft. Also ich habe das Ganze jetzt zusammen mit den Mikas gemacht, weil ich denen einfach vertraue, weil es immer wahnsinnig Spaß macht bei denen und ich mich da wirklich gut aufgehoben fühle. Aber ich glaube, das ist ein System, das du wirklich selber auch einbauen kannst. Und allein die ganzen Erweiterungen, die ich jetzt gemacht habe, habe ich alles allein gemacht. Und es war wirklich easy. Und du verbrauchst damit einfach viel weniger Arbeitszeit, damit vielleicht auch weniger Geld. Du verlegst viel weniger Kabel, was sich auch deutlich im Gewicht ausschlagen kann, je nachdem, was du eben vorhast. Also ich könnte da jetzt noch ganz viele weitere Vorteile aufzählen. Was ich an dieser Stelle aber auch unbedingt erwähnen möchte, ist, dass das System die letzten 6 Monate absolut zuverlässig gearbeitet hat und dass mich diese Reaktionszeiten extrem begeistern. Was mir am besten gefällt, ist, dass das Ganze aber modular ist. Und da auch immer wieder Erweiterungen dazukommen und du dir auch immer wieder mal eine Erweiterung zu Weihnachten wünschen kannst, zum Geburtstag, dir mal wieder einfach gönnen kannst, wenn du darauf Lust hast oder wenn du sie dann brauchst. Ja, und dann wollte ich noch was Negatives anmerken, und zwar, dass das Ganze noch nicht aus der Ferne steuerbar ist und dass ich auch noch nicht meine Trümmerheizung zum Beispiel damit steuern kann. Aber da sind mir ein paar Bilder in die Hände gefallen und ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwie von Revotion geohrfeigt werde oder dass der Anwalt sich meldet. Da sieht man schon, dass die eine Trümmerheizung einbinden und auch schon Versuche mit einer Ebersberger zum Beispiel machen. Also die sind da dran und offizielle Aussage ist ja auch wirklich, dass zum Caravan-Salon was verfügbar sein soll. Und da halte ich natürlich die Augen offen, denn das ist genau das, was mich letztlich total interessiert. Das war auch der Hauptbeweggrund, dieses System bei mir anzuführen, dass ich im Winter meine Heizung damit steuern kann. Und da bin ich total gespannt, was da noch alles kommen wird. Und vielleicht habt ihr da sogar noch Ideen, dann schreibt die sehr gerne unten in die Kommentare. Einfach Vorschläge, was ihr noch gerne in eurem Camper oder eurem Boot integrieren würdet. Und dann schaue ich, ob ich dazu Neuigkeiten schon auf dem Caravan-Salon für euch finde. Ihr könnt auch gerne eure Meinung zu diesem System unten in die Kommentare schreiben, bin ich auch sehr gespannt. Oder auch Erfahrungen, wenn ihr sie schon habt. Mir ist auch völlig klar, Leute unter euch Camper, die sagen, back to the roots, ist das wahrscheinlich nicht das System, das an Prio 1 steht. Aber für Leute, die gadget-affin sind, die ein smartes Wohnmobil haben wollen, die vielleicht so Themen haben wie ich mit der Heizung im Winter, die das einfach kontrollieren und auch steuern müssen, für die könnte das wirklich richtig, richtig spannend werden. Und insofern freue ich mich auf all eure Kommentare. Ich freue mich auch sehr über ein Like. Da geht es mir dann gar nicht um das System an sich, dass ihr sagt, das ist gut oder schlecht, sondern das ist dann eher für mich, für mein Video, dass ihr sagt, ja, macht da bitte weiter, denn das würde ich sehr, sehr gerne tun. Und insofern freue ich mich da auf euer Feedback. Und jetzt wünsche ich euch, egal ob ihr mit einem smarten Camper unterwegs seid oder mit einem minimalistischen Camper, back to the roots, immer ganz, ganz tolle Reisen und das Wichtigste ist, kommt gut und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, da freue ich mich total drauf und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, euer Markus. Ciao.